Das ist die Geschichte von Jürgen Klopp, dem Mann, der alles verlieren konnte und trotzdem alle gewonnen hat. Bevor wir anfangen, lasst uns für dieses Video über 10.000 Likes sammeln, wenn ihr mehr so lange Videos sehen wollt. Ich habe sehr viel Arbeit in das Sammeln all dieser Informationen gesteckt, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Sonst schickt mich Klopp zum Dauerlauf. Stuttgart, 16. Juni 1967. In einer ganz normalen Klinik der Hauptstadt von Baden-Württemberg wird ein Junge geboren. Niemand wusste damals, dass er später ganze Stadien auf die Beine bringen würde. Für seine Eltern, Norbert und Elisabeth Klopp, war er einfach nur der kleine Jürgen. Seine Kindheit verbrachte er nicht in Stuttgart. Seine Welt lag ein paar Kilometer weiter, mitten im Schwarzwald. Dort liegt das Dorf Glatten, klein, ruhig, mit schiefen Dächern, engen Straßen und dem Geruch von nassem Holz und frisch gemähtem Heu am Morgen. In den 70er Jahren war das Leben in so einem Dorf einfach, aber streng. Die Kinder standen früh auf, noch bevor die Sonne den Nebel von den Hügeln hob. Der Tag begann mit den Kirchenglocken und endete früh, denn am nächsten Morgen warteten wieder Arbeit, Schule und Disziplin. Jürgens Vater, Norbert, war Verkäufer. Früher war er Torwart, ein kräftiger, direkter Mann, gerade wie eine Tanne, sagten die Leute im Dorf. Für ihn waren Regeln Regeln, keine halben Sachen. Wenn man laufen musste, lief man bis zum Ende. Wenn man Respekt zeigte, dann richtig. Seine Mutter, Elisabeth, war das Gegenteil. Ruhig, freundlich und gläubig. Sie brachte Wärme ins Haus. Während der Vater für Disziplin sorgte, schuf sie Balance, Ruhe und das Gefühl, dass Familie ein sicherer Ort ist. Jürgen wuchs mit 2 Schwestern auf. Zu Hause war es nicht laut, aber ordentlich. Jeder hatte seine Aufgaben. Hinter der Strenge war immer auch Liebe, still, ohne große Worte, aber spürbar in kleinen Gesten. Die meiste Zeit war Jürgen draußen. Die Gassen des Dorfes, die Wiesen und der Wald am Dorfrand waren sein Spielplatz. Oft trug er alte Turnschuhe, manchmal lief er auch barfuß. Er war voller Energie, neugierig und stur. Er liebte es zu rennen. Ob hinter einem alten Ball, mit Freunden beim Spielen oder einfach quer durch die Felder, um den Wind im Gesicht zu spüren. Sein Vater nahm ihn oft mit auf den Platz von SV Glatten. Zwischen rostigen Toren und unebenem Rasen lernte der kleine Klopp den Fußball lieben. Norbert war streng. Mehr Pässe, höher springen, schneller rennen. Wenn du besser werden willst, redest du nicht darüber. Du kommst morgen wieder und probierst es nochmal. Das war das erste Klopp-Prinzip. In Glatten kannte jeder jeden. Sonntags ging man gemeinsam in die Kirche. Danach standen die Erwachsenen beisammen und die Kinder spielten. Für Jürgen war die Kirche mehr als Routine. Dort lernte er die ersten Dinge über Glauben und Moral. Wenn er mit seiner Mutter sang, legte sie ihm oft die Hand auf die Schulter. Ein kleines, aber starkes Zeichen. Abends zu Hause gab es klare Abläufe. Ein einfaches Abendessen, dann Stille am Tisch. Der Vater las Zeitung, die Mutter hatte ihre kleine Bibel. Keine Predigten, kein Theater, einfach ein Leben mit Glaube und Ordnung. Für Jürgen war das prägend. Er lernte, Arbeit und Glaube gehören zusammen. Erfolg kommt nicht durch große Worte, sondern durch kleine Taten, Tag für Tag. In der Schule war Klopp weder der Beste noch der Schlechteste. Aber er war voller Energie. Die Lehrer sahen ihn oft mit Blick Richtung Sportplatz. Er merkte früh, das Leben geht nicht nur um Noten. Es ging darum, seinen Platz zu finden, Freunde zu haben und nicht aufzugeben, wenn es schwer wurde. In einem kleinen Dorf lernten das alle Kinder. Im Haushalt helfen, die Eltern unterstützen, die ungeschriebenen Regeln respektieren. Fußball war für Jürgen ein Ausgleich. Erst beim SV Glatten, dann bei TuS Ergenzingen. Er war nicht der technisch Beste, aber er war einer der fleißigsten. Andere hörten auf, er machte weiter. Andere blieben nach einer Niederlage liegen, er kam am nächsten Tag zurück. Genau das bestimmte seine Kindheit. Niemals aufgeben. Jürgen erzählte später einmal eine Geschichte. In einem Jugendspiel machte er viele Fehler und verließ wütend das Feld. Sein Vater sah ihn an und sagte nur: Wenn du dir hier erlaubst aufzugeben, wirst du es auch später tun. Genau dann, wenn es wirklich zählt. Dieser Satz blieb für immer. Klopp verstand. Durchhalten ist keine Kleinigkeit. Es ist die Basis. Die Jahre in Glatten waren nicht spektakulär. Aber sie waren entscheidend. Aus der klaren Luft des Schwarzwalds,
Aus der Ruhe zu Hause, aus der Strenge des Vaters und der Wärme der Mutter entstand das Fundament eines Mannes, der später Vereine prägen und Millionen Menschen inspirieren sollte. Das Kind aus dem Schwarzwald lernte 2 einfache Regeln. Besser wirst du nicht durchs Reden, sondern durchs Wiederholen. Kein Sieg ist so viel wert wie der Weg, bei dem du immer wieder aufstehst, auch nach dem Fallen. Mit diesen Regeln im Herzen war Jürgen Klopp bereit. Für Schule, für Fußball und für seine erste große Begegnung mit der Welt draußen. In einem kleinen Dorf wie Glatten war die Schule mehr als nur Lernen. Sie war das Zentrum der Gemeinschaft. Dort lernten die Kinder nicht nur Mathe und Deutsch, sondern auch, wie man seinen Platz in einer strengen kleinen Welt findet. Jürgen war nie der Schüler, der überall glänzte. Er war schlau, aber seine Gedanken waren fast immer beim Fußball. Die Lehrer merkten schnell, wo seine Leidenschaft lag. Auf dem Sportplatz, nicht im Heft. Trotzdem war Klopp kein fauler Schüler. Er lernte, aber auf seine Art. Dinge, die ihn interessierten, konnte er sich gut merken. Er stellte viele Fragen, war neugierig und voller Energie. Aber wenn die Aufgaben zu kompliziert wurden, verlor er schnell die Geduld und dachte lieber wieder an den Ball. Am Ende einer Schulzeit sagte der Direktor einen Satz, den Jürgen nie vergessen sollte. Hoffentlich klappt es mit dem Fußball. Sonst sieht's schlecht aus. Kurz, aber hart. Im Grunde hieß das, du hast nur eine Chance. Wenn Fußball nicht klappt, bist du verloren. Für einen Jugendlichen konnten solche Worte wie ein Urteil klingen. Für Jürgen waren sie Antrieb. Er dachte oft an diesen Satz zurück. Immer wenn er müde war oder zweifelte, hörte er die Stimme, wenn es nicht klappt, bist du fertig. Und dann machte er weiter. Nach der Schule entschied sich Klopp für ein Sportstudium. Er ging an die Goethe-Universität in Frankfurt. Für einen Dorfjungen war das ein riesiger Schritt. Hohe Häuser, volle Straßen, Straßenbahnen, Menschen in Eile. Zum ersten Mal fühlte er, wie klein man in einer großen Stadt sein kann. In Glatten kannte ihn jeder. In Frankfurt war er nur einer von tausenden Studenten, aber er sah es als Herausforderung. Die Vorlesungen waren schwer: Anatomie, Physiologie, Sportpsychologie. Professoren redeten mit komplizierten Begriffen. Doch Klopp ließ sich nicht abschrecken. Er schrieb mit, stellte Fragen und versuchte, alles mit dem Fußball zu verbinden. Schritt für Schritt verstand er, Sport ist nicht nur Bewegung, es ist auch Wissenschaft, Strategie und Kommunikation. Wie viele Studenten brauchte Klopp Geld. Er konnte nicht nur von den Eltern leben, auch machte er verschiedene Jobs. Videothek, er verlieh VHS-Kassetten. Dort lernte er, mit Menschen umzugehen, ungeduldige Kunden, Witze, kleine Probleme. Er lernte, geduldig zu sein. Schwere Arbeit. Er schleppte Kisten, lud LKWs aus, half auf Baustellen, harte Arbeit, Blasen an den Händen, echte Erfahrung. Alles, was Geld brachte, Klopp nahm jede kleine Arbeit an. Er schämte sich nicht. Später sagte er oft, diese Jobs haben ihm gezeigt, wie normale Leute leben. Deshalb sprach er auch als Star immer einfach und direkt. Neben dem Studium zog es Klopp wieder zum Fußball. Er begann die D-Jugend von Eintracht Frankfurt zu trainieren. 12- bis 13-Jährige, voller Energie und Launen. Dort hatte er eine Erkenntnis. Es geht nicht nur darum, selbst besser zu werden. Es geht darum, andere besser zu machen. Er liebte es, Übungen zu erklären, mit den Kindern zu lachen und sie zu motivieren. Klopp merkte, er konnte Leute erreichen. Er war streng, aber auch nahbar. Und das funktionierte. Jürgens Tage waren voll. Morgens Uni, nachmittags Arbeit, abends Training oder selbst Fußball spielen. Wenig Schlaf, aber viel Energie. Frankfurt war für ihn eine Lebensschule. Er lernte über den Körper, über Sport, aber auch über das echte Leben. Arbeit, Geld, Verantwortung. Manchmal fühlte er sich überfordert. Er fragte sich, schaffe ich das wirklich? Oder hatte der Direktor recht, wenn Fußball nicht klappt, bin ich verloren? Doch an Aufgeben dachte er nie lange. Er machte einfach weiter. Die Zeit mit Schule und ersten Jobs war ein Test. Klopp war noch kein Profi, keine Berühmtheit. Nur ein junger Mann, der zwischen Uni, Arbeit und Fußball pendelte. Aber genau das formte ihn. Er lernte, hart für wenig Geld zu arbeiten. Er entdeckte die Freude am Trainieren und am Umgang mit Menschen. Er verstand, Zweifel können dich bremsen oder dich nach vorne treiben. Was damals wie eine schwere Phase wirkte, wurde später das Fundament. Darauf baute einer der respektiertesten Trainer der Welt. »1990. Deutschland verändert sich. Die Mauer ist gefallen.
Das Land wächst wieder zusammen. In dieser Zeit passiert im Fußball etwas Kleines, fast unbemerkt. Jürgen Klopp unterschreibt beim ersten FSV Mainz 05. Keine großen Schlagzeilen, kein großes Theater. Mainz war nur ein Zweitligist. Kleines Stadion, kleines Budget, Spieler fast wie Leute aus der Mittelschicht. Kein Glamour, nur Arbeit. Für Klopp war es trotzdem ein riesiger Schritt. Er war nun Profi. Nicht mehr nur Student, der Kinder trainierte oder in kleinen Vereinen spielte. Jetzt trug er das Trikot eines richtigen Clubs. Klopp begann in Mainz als Stürmer. Aber er war kein eleganter Torjäger. Er war ein Kämpfer, rannte bis zum Umfallen, ging in jeden Zweikampf, gab nie auf. Manchmal traf er, manchmal vergab er große Chancen. Doch Trainer und Mitspieler sahen etwas anderes. Seine Energie, seine Einsatzbereitschaft, seine Entschlossenheit. Er war nicht der Mann, der allein Spiele entschied, aber er war der Mann, der alle anderen mitriss. 1995 änderte sich alles. Sein Trainer stellte ihn von vorne nach hinten, von Stürmer zum Verteidiger. Für Klopp war das eine Offenbarung. Von hinten sah er das ganze Spiel, wie auf einem Schachbrett. Er lernte Räume zu erkennen, Bewegungen vorherzusehen, den Rhythmus des Spiels zu verstehen. Später sagte er über sich: Ich hatte die Füße für die 4. Liga, aber den Kopf für die 1. Schon als Spieler dachte Klopp wie ein Trainer. Er fragte ständig: Warum spielen wir so? Warum pressen wir nicht früher? Warum ziehen wir uns jetzt zurück? Manche Mitspieler erzählten später, im Kabinengang hielt Klopp oft bessere Ansprachen als die Trainer. Nicht, weil er sich wichtig machen wollte, sondern weil er das Spiel anders fühlte. Das Leben bei Mainz war nicht luxuriös. Alte Busse für Auswärtsfahrten, kleine Kabinen, niedrige Gehälter. Mehr Schweiß als Glanz. Aber Klopp passte perfekt hinein. Einfach, humorvoll, fleißig. Er beschwerte sich nie und hielt sich nie für etwas Besseres. Die Fans mochten ihn schnell. Nicht wegen seiner vielen Tore, die waren rar, sondern wegen seiner Einstellung. Klopp war einer von ihnen, nur eben auf dem Platz. Parallel zum Spielen lernte Klopp immer mehr über das Trainergeschäft. Oft fuhr er nach Köln, um an seiner Trainerlizenz zu arbeiten. Stundenlang studierte er Taktik, Trainingsmethoden, Spielsysteme. Während andere Spieler in der Freizeit entspannten, las Klopp über Fußball. Er wollte verstehen, warum manche Teams dominieren und andere verlieren. Für ihn war Fußball ein riesiges Puzzle und er wollte jedes Teil kennen. Trainer und Kollegen merkten schnell, wenn Klopp redete, hörte die Mannschaft zu. Er hatte eine natürliche Autorität. Keine laute Stimme, aber klare Energie. Eigentlich wusste jeder, Klopp wird irgendwann Trainer. Es war offensichtlich. 2001, nach über 10 Jahren und mehr als 300 Spielen für Mainz, hing Klopp die Schuhe an den Nagel. Für ihn war es kein Ende, sondern ein Übergang. Im Team war er längst der Denker, der Anführer. Das Aufhören machte ihn nicht traurig. Im Gegenteil, es war Befreiung. Endlich konnte er das sein, was er immer schon war: Trainer. Die Jahre in Mainz als Spieler waren mehr als eine solide Zweitligakarriere. Sie waren sein Labor. Er verstand das Spiel tiefer als viele andere. Er gewann Respekt nicht durch Talent, sondern durch harte Arbeit. Er entdeckte die Leidenschaft, Menschen zu führen. Als er aufhörte, ging er nicht mit Wehmut. Er ging mit einem Plan und mit dem klaren Wunsch, alles Gelernte in etwas Größeres zu verwandeln. Es war Winter, kalt und grau. Mainz stand kurz vor dem Abstieg. Die Mannschaft hatte ihr Selbstvertrauen verloren, die Kabine war still, die Fans besorgt. Der Verein wusste nicht mehr weiter und traf eine überraschende Entscheidung. Jürgen Klopp wurde Cheftrainer. Er hatte keine Erfahrung als Trainer, keine Titel, keine große Karriere als Spieler. Nur eins hatte er: den Respekt der Mannschaft. Denn jeder wusste, Klopp war schon lange ein Anführer. Als er zum ersten Mal als Trainer die Kabine betrat, war die Situation seltsam. Gestern noch Mitspieler, heute der Mann, der entscheidet, wer spielt und wer auf der Bank sitzt. Doch Klopp fand die richtigen Worte. Jungs, ich bin nicht hier, um den Boss zu spielen. Ich bin hier, um euch zu helfen, besser zu spielen. Wenn wir alles geben, bleiben wir drin. Wenn nicht, steigen wir gemeinsam ab. Direkt, ehrlich, ohne Arroganz. Genau das, was nötig war. Die Ergebnisse kamen sofort. Von den ersten 7 Spielen gewann Klopp 6. Niemand hatte das erwartet. Eine Mannschaft, die wie tot wirkte, spielte plötzlich mutig, aggressiv, ohne Angst. Es ging nicht um komplizierte Taktik. Klopp machte es einfach. Kurze Abstände zwischen den Spielern, hohes Pressing, den Gegner früh stören, maximale Energie.
Jeder läuft auch für den anderen einfacher Fußball. Aber mit Herz. Es funktionierte. Mainz blieb in der Liga. Die Fans glaubten wieder. Mainz war nicht nur ein Club. Es war eine Gemeinschaft, eine Familie. Und Klopp verstand sofort. Er ist nicht nur Trainer, er ist Teil der Stadt. Man sah ihn auf der Straße, lachend, Hände schüttelnd, bei einem Bier mit den Fans. Kein Abstand, kein Stargehabe. Er war einer von ihnen. Darum liebten ihn die Fans sofort. Klopp sprach ihre Sprache. Zweimal war Mainz mit Klopp fast aufgestiegen. Zweimal verpassten sie es ganz knapp. Einmal fehlte nur ein Punkt, ein anderes Mal nur ein Tor. Die Enttäuschung war riesig. Spieler lagen am Boden, Fans weinten. Doch Klopp reagierte anders. Statt Schuldige zu suchen, baute er alle wieder auf. Jungs, das ist nur der Anfang. Wenn wir weiterkämpfen, schaffen wir es. Das war seine Magie, Trauer in Energie zu verwandeln. Nach Jahren des Leidens passierte es. Mainz stieg auf in die Bundesliga. Für einen kleinen Club mit wenig Geld und kleinem Stadion war es wie der Gewinn der Champions League. Eine Traumgeschichte. Die Fans stürmten den Platz, die Stadt feierte. Klopp weinte, Tränen der Freude. Es war der Beweis, Arbeit, Disziplin und Glaube können jede Statistik schlagen. In diesen Jahren formte sich der Stil, der später die Welt erobern sollte. Klopp war nicht nur der Trainer mit der Tafel. Er war Psychologe, Freund, manchmal Vaterfigur. Er konnte die Spieler pushen und im richtigen Moment auch mit ihnen lachen. Die Jahre 2001 bis 2004 in Mainz waren Klopps Verwandlung. Aus einem Zweitligaspieler wurde ein Trainer, der einem ganzen Verein Identität gab. Er zeigte, dass Leidenschaft und Arbeit Mentalitäten ändern können. Er bewies, dass ein Trainer eine ganze Stadt bewegen kann. Er legte das Fundament für einen Stil, der später Europa eroberte. Für Mainz war Klopp mehr als ein Trainer. Er war Hoffnung, der Mann, der sie zum ersten Mal an den Tisch der Großen brachte. 2004 schrieb Mainz mit Jürgen Klopp Geschichte. Zum ersten Mal stieg der Klub in die Bundesliga auf. Niemand hatte das erwartet. Ein kleines Stadion, ein winziges Budget und doch waren sie da. Als die Saison 2004 bis 2005 begann, wirkte Mainz wie ein Kind im Hof voller Riesen. Bayern, Dortmund, Schalke, alle mit Millionenstars und riesigen Arenen. Aber Klopp hatte etwas anderes: Geist und Herz. Von Anfang an zeigte Mainz: Wir sind nicht hier, um Opfer zu sein. Sie spielten mutig, liefen mehr als die Gegner, kämpften um jeden Ball. Mainz war einer der kleinsten Clubs der Bundesliga, aber mit einer der leidenschaftlichsten Fangemeinden. Sie sangen nonstop, machten Stimmung, gaben der Mannschaft das Gefühl, größer zu sein, als sie war. Klopp sagte oft: Wenn wir die Fans hören, spielen wir mit einem Mann mehr. Diese Verbindung war magisch. Mainz war nicht nur ein Club, es war eine Familie. Im ersten Jahr schaffte Mainz den Klassenerhalt. Niemand hatte das für möglich gehalten. Klopp war der Held der Stadt. Auch im zweiten Jahr wiederholte sich das Wunder. Mainz blieb in der Bundesliga. Doch langsam stellten sich alle die Frage: Wie lange kann ein kleiner Club im Land der Riesen überleben? Ein Höhepunkt: Mainz durfte 2005 im UEFA-Pokal, heute Europa League, spielen. Für die Stadt war das wie ein Traum. Mainz international. Die Fans reisten mit, Klopp war stolz. Es war egal, dass man kaum Chancen hatte, weit zu kommen. Es zählte, dass Mainz auf Europas Bühne stand. Die Reise war kurz, aber intensiv. Für die Fans fühlte es sich an wie Champions League. Für Klopp war es der Beweis: Auch mit wenig Mitteln kann man Großes schaffen, wenn man Herz hat. Nach all den Höhen kamen die Tiefen. Ab 2006 wurde es schwieriger. Wichtige Spieler gingen zu größeren Clubs. Mainz hatte kein Geld, um sie zu halten. Stattdessen kamen günstigere, unerfahrenere Spieler. Klopp versuchte, das Team immer wieder neu aufzubauen. Doch die Lücke wurde spürbar. Mainz kämpfte, aber die Unterschiede waren klar. Die Gegner hatten volle Bänke mit Stars. Mainz hatte Spieler, die nebenbei fast noch arbeiten mussten. 2007 kam es, wie es kommen musste. Mainz stieg ab. Die Stadt war am Boden. Fans weinten, Spieler lagen auf dem Rasen. Klopp stellte sich vor die Kameras und sagte ehrlich: Wir haben alles gegeben, aber es hat nicht gereicht. Es war einer der schwersten Momente seiner Karriere. Zum ersten Mal schmeckte er die Bitterkeit des großen Scheiterns. Viele Trainer wären sofort gegangen, aber Klopp nicht. Er entschied: Ich bleibe, ich kämpfe. Die Fans liebten ihn noch mehr dafür. Für sie war er nicht nur Trainer, er war ein treuer Kapitän, der das Schiff nicht verließ, als es unterging. Doch die Realität war hart. In der zweiten Liga war der Kampf noch schwieriger. Harte Spiele, schlechte Plätze, viel Druck. Mainz gab alles, aber
Der direkte Wiederaufstieg gelang nicht. Nach einer weiteren verpassten Chance merkte Klopp: Seine Zeit in Mainz geht zu Ende. Er hatte alles gegeben, aber der Klub war blockiert. 2008 verkündete er seinen Abschied. Keine leichte Trennung. Die Fans weinten, diesmal nicht nur aus Trauer, sondern auch aus Dankbarkeit. Denn Klopp war mehr als nur ein Trainer. Er hatte Mainz verändert. 18 Jahre hatte Klopp in Mainz verbracht, als Spieler und Trainer. Er machte aus einem kleinen Verein einen respektierten Klub. Er zeigte, Fußball ist nicht nur Geld und Stars. Es ist Leidenschaft, Arbeit, Gemeinschaft. Für Mainz war Klopp das Symbol der Hoffnung, der Mann, der sie in die Bundesliga brachte, der Beweis, dass auch die Kleinen träumen und schaffen können. Zwischen 2005 und 2008 erlebte Klopp seine schwersten Jahre. Abstieg, Enttäuschungen, gescheiterte Versuche. Doch genau diese Erfahrungen prägten ihn. Er lernte: Manchmal reicht alles Geben nicht. Scheitern ist Teil des Weges. Und wer eine Gemeinschaft trägt, muss ehrlich sein. Auch wenn es wehtut. Als er 2008 ging, war Klopp schon mehr als ein Zweitligatrainer. Er war bereit für den nächsten riesigen Schritt: Borussia Dortmund. Als Jürgen Klopp 2008 zu Borussia Dortmund kam, war der Verein nicht mehr das, was er einmal gewesen war. Ende der 90er und Anfang der 2000er war Dortmund ein Gigant gewesen. Champions-League-Sieger 1997, volle Stadien, Respekt in ganz Europa. Doch dann kamen die schweren Jahre. Finanzprobleme, schlechtes Management, schwache Ergebnisse. 2005 stand Borussia fast vor der Pleite. Teile des Westfalenstadions mussten verkauft werden, um Schulden zu zahlen. Die Fans auf der legendären Südtribüne waren zwar da, aber die Stimmung war mehr Trauer als Hoffnung. Als Klopp kam, brauchte der Club verzweifelt Energie und Identität. Nicht nur einen Trainer, einen Anführer. Klopp kam ins Team wie immer, direkt ohne Show. Jungs, wenn wir hier etwas Großes erreichen wollen, müssen wir mehr arbeiten als alle anderen. Wir sind nicht in der besten Lage, aber wir haben das Wichtigste: Stadion, Fans und Mut. Den Rest bauen wir auf. Die Spieler waren skeptisch. Klopp war kein berühmter Trainer, hatte keine großen Titel, aber man spürte sofort: Er war echt. Im ersten Jahr gewann Dortmund keinen Titel. Aber etwas war anders. Die Mannschaft lief mehr. Sie kämpfte um jeden Ball. Das Stadion vibrierte wieder. Borussia Dortmund lebte. Die Fans spürten das. Klopp mit seinen wilden Gesten am Spielfeldrand, Sprünge, Fäuste, Jubel zur Kurve, war schon jetzt ein Symbol. Dortmund hatte kein Geld für Stars. Klopp wählte einen anderen Weg. Eine junge Mannschaft. Mit dem Scouting-Team holte er Spieler, die kaum jemand kannte, und machte sie groß. Mats Hummels kam von Bayern, wo er kaum spielte. Robert Lewandowski, junger Stürmer aus Polen. Shinji Kagawa, günstig aus Japan geholt. Mario Götze, Eigengewächs. Marco Reus, später zurückgeholt, Gesicht der Stadt. Nach 2 Jahren harter Arbeit explodierte Dortmund in der Saison 2010 bis 2011. Ein Fußball voller Energie und Intensität. Klopp brachte das Gegenpressing, sofortiger Druck nach Ballverlust. Große Gegner wurden erstickt. Bayern, Schalke, Leverkusen. Alle hatten Probleme mit dieser jungen Truppe. Borussia Dortmund wurde Meister 2011. Zum ersten Mal nach Jahren war der Club wieder oben. Das Stadion explodierte, die Stadt feierte tagelang. Klopp mit Kappe und breitem Grinsen war der Held. 2012 kam die Bestätigung, Dortmund verteidigte die Meisterschaft und gewann dazu den DFB-Pokal. 5:2 im Finale gegen Bayern. Es war eine legendäre Nacht. Lewandowski erzielte 3 Tore, Klopp lebte jede Szene wie ein Fan an der Seitenlinie. Dortmund war wieder auf dem Gipfel. 2013 erreichte Dortmund das absolute Highlight: das Champions-League-Finale in Wembley gegen Bayern. Der Weg dorthin war verrückt. Spektakuläre Spiele, das Aus gegen Real Madrid, ein Stadion voller Emotionen. Ganz Europa sprach über Dortmund und Klopp. Das Finale war dramatisch. Mutiges Spiel, aber in der 89. Minute traf Arjen Robben. Bayern gewann 2:1. Die Spieler weinten, Klopp umarmte sie und sagte: Heute tut es weh, aber eines Tages werden wir stolz sein, dass wir hier waren. Nach 2013 kamen die Probleme. Bayern kaufte Dortmunds beste Spieler. Erst Götze, dann Lewandowski. Dazu viele Verletzungen. Dortmund kämpfte, aber Bayern dominierte. 2014 bis 2015 wurde schlimm. Dortmund rutschte ab, stand zeitweise auf dem letzten Tabellenplatz. Die Fans waren schockiert. Die Presse griff Klopp an, aber die Südtribüne blieb treu. Bis zum Ende kämpfte sich die Mannschaft zurück, doch Klopp wusste:
Die Geschichte war vorbei. Im April 2005 verkündete Klopp seinen Abschied. Die Pressekonferenz war voller Emotionen. Ich habe alles gegeben, aber die Mannschaft braucht neue Energie. Ich will kein Hindernis sein. Borussia bedeutet mir zu viel. Die Fans weinten, die Spieler auch. Doch Klopp ging nicht als Verlierer, sondern als Held. Was bedeutete Klopp für den BVB? Alles. Er brachte Titel nach Jahren der Leere. Er baute eine junge, mutige Mannschaft auf. Er gab dem Club Identität und Stolz zurück. Er schuf eine einzigartige Verbindung zwischen Fans, Spielern und Trainer. Für Dortmund war Klopp nicht nur ein Coach. Er war der Mann, der den Glauben zurückbrachte. Zwischen 2008 und 2015 erlebte Klopp bei Dortmund alles. Ruhm und Niederlagen, Siege und Schmerzen. Aber über allem blieb ein Prinzip. Fußball ist nicht nur Trophäen, Fußball ist Menschlichkeit. Als er ging, war Borussia Dortmund wieder ein Riese. Respektiert und voller Leben. Jürgen Klopp ist bekannt für seine Energie an der Seitenlinie, für Fäuste, Schreie und Umarmungen. Doch hinter dem Stadion gibt es einen anderen Klopp. Einen ruhigeren, verletzlicheren Menschen mit denselben Gefühlen wie wir alle. Um ihn zu verstehen, muss man die Menschen anschauen, die um ihn herum sind. Seine Familie, seine Beziehungen, seine Freunde. Als junger Mann heiratete Klopp zum ersten Mal. Über diese Ehe ist wenig bekannt. Er hat sie immer geschützt. Aus dieser Beziehung stammt sein Sohn Marc. Marc wurde wie sein Vater Fußballer, Torwart. Er schaffte es nicht in die Bundesliga, spielte aber in unteren Ligen. Für Jürgen war das egal. Hauptsache, sein Sohn lebte dieselbe Leidenschaft. Doch die Ehe zerbrach. Für Klopp war das hart. Beruflich begann gerade seine Trainerkarriere. Privat fühlte er sich leer. Er lernte. Erfolge im Stadion bedeuten wenig, wenn es zu Hause dunkel ist. 2005 traf Klopp Ulla Sandrock. Sie war nicht nur schön, sie hatte auch eine starke Geschichte. Lehrerin, Sozialarbeiterin, half sogar Kindern in Nairobi. Später schrieb sie Kinderbücher. Klopp sagte später, er habe sofort gespürt: Sie ist die Richtige. Er war Feuer, sie war Wasser. Er war Unruhe, sie war Balance. Noch im selben Jahr heirateten sie. Eine kleine Feier, keine große Show. Dabei enge Freunde wie David Wagner, Klopps bester Freund. Ulla wollte nie die berühmte Frau sein. Sie blieb im Hintergrund. Aber sie war Klopps Stütze. Sie erinnert ihn daran, Pausen zu machen. Sie gibt ihm den Blick für das, was wirklich zählt. Als Klopp 2024 seinen Abschied von Liverpool erklärte, sagte er klar: Diese Entscheidung habe ich auch für Ulla getroffen. Sie war immer da für mich. Jetzt ist es Zeit, dass ich auch für sie da bin. Das war keine Floskel. Es war ehrlich. Klopp ist nicht der Typ, der Freunde je nach Erfolg wechselt. Seine engen Leute bleiben immer. David Wagner ist das beste Beispiel. Freund seit Mainz, Trauzeuge bei Klopps Hochzeit. Oder seine langjährigen Assistenten Jelko Buvac und Peter Krawiecz. Für Klopp sind Beziehungen keine Geschäfte, sondern Bindungen fürs Leben. Schwer war auch der Verlust seiner Eltern. Sein Vater Norbert, einst Torwart, dann Verkäufer, war streng, aber fair. Mein größter Kritiker und mein größter Unterstützer, sagte Klopp oft. Er starb 2000, kurz bevor Jürgen Trainer wurde. Klopp hat immer bedauert, dass sein Vater ihn nie auf der Trainerbank sehen konnte. Seine Mutter Elisabeth starb 2021. Wegen Corona konnte Klopp nicht zur Beerdigung reisen. Sie war eine gute Mutter und ein echter Mensch, sagte er damals. Ein tiefer Schmerz. Diese Verluste haben ihn gelehrt, was zählt. Familie, kleine Momente, echte Nähe. Klopp spricht offen über seinen Glauben. Kein Missionar, kein Prediger, einfach ein Mensch mit Vertrauen in Gott. Für mich ist Glaube wie eine Bank, zu der ich jeden Tag gehe. Dort finde ich Ruhe und Kraft. Und ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Aber ich weiß, dass ich nicht allein bin. Sein Glaube half ihm, Niederlagen und Stress durchzustehen. Für ihn ist das echt, nicht Show. Zu Hause ist Klopp nicht der Whale Trainer. Er kocht gern, macht Grillabende, schaut Spiele mit Freunden. Er liest, lacht, macht einfache Witze. Einmal sagte er nach einem harten Training zu Ulla: Meine Spieler sind alle genial. Schade, dass sie heute nicht beim Training waren. Humor, der ihn menschlich macht. Im Gegensatz zu vielen Stars gibt es bei Klopp keine großen Skandale. Keine wilden Partys, keine Schlagzeilen. Er bleibt bodenständig. Arbeit, Respekt, Familie. Trotz seines vollen Terminkalenders nimmt er sich Zeit für Familie. Urlaube mit Ulla, Treffen mit seinem Sohn Marc,
Besuche bei Verwandten, immer nah an seinen Wurzeln. Hinter dem Trainer voller Energie steht ein einfacher Mann mit Höhen und Tiefen wie jeder. Klopp hat Scheidung, Verluste und Schmerz erlebt, aber auch Liebe, Freundschaft und Glauben gefunden. Vielleicht ist genau das sein Geheimnis. Er weiß, dass nach dem Spiel zu Hause etwas Wichtigeres wartet. Liebe, Respekt, Ruhe. Dinge, die man nicht kaufen kann. Wenn man über Jürgen Klopp spricht, darf man ihn nicht nur auf Taktikpläne an der Tafel reduzieren. Klar, er hat Ideen und Strategien. Aber für ihn war Fußball immer mehr. Ein Weg, Menschen und das Leben zu verstehen. Er sagte einmal, Fußball ist einfach, aber die Spieler müssen hart arbeiten, damit er einfach bleibt. Während viele Trainer sich in komplizierten Details verlieren, geht Klopp den anderen Weg. Klarheit, Energie, Vertrauen. Alles begann in Mainz. Klopp war noch Spieler, aber schon fasziniert von der Frage, warum schaffen es manche Trainer aus normalen Teams starke Mannschaften zu machen und andere nicht? Da traf er Wolfgang Frank. Er brachte als einer der ersten in Deutschland das System von Arrigo Sacchi, AC Mailand. Viererkette, Pressing, alles organisiert. Für viele Spieler revolutionär. Für Klopp logisch. Frank zeigte ihm, Fußball ist Wissenschaft, aber auch Kunst. Nicht nur Talent, sondern Bewegung als Team. Klopp hörte zu, stellte Fragen, schrieb alles auf. Er war Schüler und wurde später Lehrer. Das Wort Gegenpressing ist heute fast gleichbedeutend mit Klopp. Aber was heißt das? Ganz einfach. Wenn du den Ball verlierst, ziehst du dich nicht zurück. Du greifst sofort an mit allen um dich herum. Warum? Weil der Gegner in diesem Moment am schwächsten ist. Noch unsicher, noch nicht sortiert. Für Klopp ist das mehr als Taktik. Es ist eine Lebensphilosophie. Verantwortung. Wenn du den Ball verlierst, holst du ihn selbst zurück. Solidarität. Keiner kämpft allein. Alle helfen. Mut. Du versteckst dich nicht. Du gehst sofort wieder rein. Gegenpressing ist die beste Möglichkeit, Chancen zu kreieren, sagt Klopp. Besser als ein perfekter Pass. Ein Journalist fragte ihn mal, wie beschreiben Sie Ihren Stil? Klopp lachte. Heavy-Metal-Fußball. Nicht ruhige Kammermusik, sondern intensiv, explosiv, voller Rhythmus. Und genau so war es. Sprinten ohne Ende, Pressing nonstop. Energie von Minute 1 bis 90. Aber kein Chaos. Alles organisiert. Schaut man genauer hin, ist Gegenpressing wie Klopps Leben. Er selbst lief nie vor Problemen weg. Prüfung nicht bestanden? Er machte sie neu. Aufstieg mit Mainz zweimal verpasst? Er versuchte es wieder. Das ist Gegenpressing. Nicht zurückziehen, sondern sofort reagieren. Darum glauben seine Spieler daran. Es ist nicht nur Fußball. Es ist eine Lebenslektion. 25 Profis 90 Minuten rennen lassen. Das ist schwer. Andere Trainer sind daran gescheitert. Klopp schaffte es, weil er nicht sagte, lauf für dich, sondern lauf für deinen Mitspieler. Seine Ansagen sind einfach. Verlierst du den Ball, hol ihn in 5 Sekunden zurück. Wenn du für dich läufst, hörst du auf. Wenn du für den Kollegen läufst, läufst du weiter. Wir sind ein Team. Fällt einer, heben ihn die anderen auf. Das war klar, verständlich und wirkte. Am reinsten sah man es bei Borussia Dortmund. Junge Spieler wie Lewandowski, Götze, Reus, Hummels, zusammen wurden sie eine Maschine. 2011 und 2012 überrollte Dortmund reiche Gegner. Bayern, Real Madrid, Arsenal, alle spürten, wie hart es ist, keine Sekunde Luft zu haben. Das Finale 2013 gegen Bayern, knapp verloren, zeigte der ganzen Welt diese Power. Ab da konnte kein Top-Trainer den Gedanken mehr ignorieren. In Liverpool brachte Klopp das Konzept auf das höchste Level. Nicht nur Intensität, auch Balance. Starke Abwehr mit Van Dijk, tödlicher Angriff mit Salah, Mané, Firmino. Und ein Mittelfeld, das nie müde wurde. Resultat: Champions League 2019, Premier League 2020. Aber wichtiger als Pokale, eine Identität. Liverpool wurde wieder You'll Never Walk Alone. Klopp liest viel über Psychologie. Er will wissen, wie Menschen denken, was sie antreibt. Deshalb weiß er, wann er schreien und wann er scherzen muss. Die Engländer nennen es People Management. Klopp kann das wie kein zweiter. Gegenpressing ist nicht nur Taktik, es ist Klopps Art zu leben. Sofort reagieren, Verantwortung übernehmen, nie allein kämpfen. Darum ist Klopp mehr als ein Trainer. Er ist Symbol für Fußball, der nicht kalt und berechnet ist, sondern lebendig, leidenschaftlich und menschlich. Herbst 2015. Liverpool war ein müder Klub.
Die letzte Meisterschaft lag 25 Jahre zurück, 1990. Anfield sang immer noch "You'll never walk alone", aber es war mehr Sehnsucht als Kraft. Als Jürgen Klopp zum ersten Mal durch die Tore kam, sagte er nur: "Ich bin der Normal One", keine falsche Bescheidenheit, eine Botschaft. Er kam nicht als Messias, sondern um zu arbeiten, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Der Kader von 2015 war nicht schlecht, aber planlos. Leichte Spiele gingen verloren, die Spieler hatten kein Selbstvertrauen. Klopp machte, was er immer macht: reden, Fragen stellen, erklären. Willst du kämpfen? Willst du laufen? Willst du Teil von etwas Größerem sein? Eines seiner ersten Trainings war symbolisch. Kein Ball, nur Laufen. Alle zusammen bis zur Erschöpfung. Die Botschaft war klar: hier gibt es keine Stars. Alle ziehen gleich. Die Ergebnisse kamen nicht sofort. 2016 verlor Liverpool das Finale der Europa League und das Ligapokalfinale. Für manche Fans schien es derselbe alte Kreislauf: Hoffnung und Enttäuschung. Doch Klopp wusste: der Prozess zählt mehr als das sofortige Ergebnis. Seine Devise: wir müssen anders verlieren, um anders zu gewinnen. Und ja, Liverpool verlor anders. Mit Mut, Energie, Kampf bis zur letzten Minute. Nach und nach baute Klopp das Team um. Mohamed Salah, in Chelsea gescheitert, in Liverpool Weltstar. Sadio Mané, Tempo, Mut, Explosion. Roberto Firmino, Stürmer, der genauso in der Abwehr arbeitet. Virgil van Dijk, Abwehrchef mit Ruhe und Autorität. Alisson Becker, Torwart, der Sicherheit brachte. Es waren Tatüt nicht nur Spieler für Geld, es waren Spieler mit Charakter. Finale in Kiew, 2018. Liverpool gegen Real Madrid. Salah verletzt, Torwart Karius mit 2 fatalen Fehlern. 1:3. Tränen auf dem Rasen, Trauer auf den Tribünen. Klopp ging in die Kabine und sagte nur: Jungs, das ist erst der Anfang. Diese Nacht tat weh, aber sie wurde zum Motor. Klopp versprach: wir kommen zurück. Ein Jahr später, Halbfinale gegen Barcelona. Hinspiel 0:3. Alle sagten, unmöglich. Doch Klopp sagte vor dem Rückspiel: wenn es ein Team auf dieser Welt gibt, das das drehen kann, dann wir. Und es passierte. 4:0. Origi, Wijnaldum, die geniale Ecke von Alexander-Arnold. Anfield explodierte. Es war mehr als Fußball, es war ein Wunder. Im Finale von Madrid dann die Krönung: 2:0 gegen Tottenham. Klopp hob seinen ersten großen Titel mit Liverpool, Champions League-Sieger. Doch es hörte nicht auf. 2020 dominierte Liverpool England und wurde nach 30 Jahren wieder Meister. Die Straßen von Liverpool waren voll, Menschen weinten und sangen. Es war nicht nur ein Titel, es war eine Wiedergeburt. An der Seitenlinie wurde Klopp Symbol. Seine Fäuste, seine Umarmungen, seine Sprints zu den Fans. Alles echt. Klopp spielt keine Rolle. Er lebt, was er fühlt. Darum liebten ihn die Fans, weil sie spürten, das ist ehrlich. Wichtiger als Titel war das, was Klopp dem Club zurückgab: Identität. Er machte aus Spielern eine Familie. Er ließ die Fans wieder glauben, dass "You'll never walk alone" keine Floskel ist, sondern ein Versprechen. Er sagte einmal: ich weiß nicht, wann diese Reise endet, aber wenn sie vorbei ist, will ich zurückblicken und sagen, es war eine großartige Zeit. Und genau das hat er geschafft. Zwischen 2015 und 2020 schrieb Klopp Liverpools Geschichte neu. Aus einem müden Club machte er eine Weltmacht. Aus Nostalgie wurde Hoffnung. Es war keine Magie, es war Arbeit. Tag für Tag. Klopp zeigte, dass Unsterblichkeit im Fußball nicht nur durch Trophäen kommt, sondern durch die Herzen der Menschen. Im Fußball hat Erfolg immer einen Preis. Es sind nicht nur Geld oder Applaus. Der wahre Preis ist Energie. Klopp hat das vielleicht mehr als jeder andere gespürt. Nach 2019 und 2020, als Liverpool historische Höhen erreichte, glaubte die Welt, dass sein Team nun jahrelang alles dominieren würde. Doch Klopp wusste es besser. Tief in ihm sammelte sich die Müdigkeit. Körper und Geist antworteten nicht mehr wie zuvor. Er sagte in einem Interview: wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Und Menschen haben Grenzen. Nach der Meisterschaft kam die Saison 2020 bis 2021. Die Pandemie lähmte die Welt, die Stadien waren leer. Anfield, sonst ein Tempel voller Gesänge, war stumm. Für Klopp war das ein Schmerz. Fußball ohne Fans ist wie ein Rockkonzert ohne Musik, sagte er. Dazu kamen Verletzungen. Van Dijk monatelang raus. Andere folgten. Klopp musste improvisieren, Mittelfeldspieler zu Verteidigern umfunktionieren, Lösungen erfinden.
Die Ergebnisse stürzten ab. Aus dem dominanten Meister wurde ein Team, das um Platz 4 kämpfte. Wenn es schlecht läuft, liegen die Nerven blank. Klopp, leidenschaftlich wie immer, geriet immer öfter mit Schiedsrichtern aneinander. Lautstark, gestikulierend, Strafen inklusive. Manchmal schien er die Kontrolle zu verlieren. Doch danach bekannte er offen: Ja, ich bin zu weit gegangen. Aber so bin ich. Ich verbrenne. Es bedeutet mir zu viel. Und genau das machte ihn so beliebt. Er versteckte nichts. Die englische Presse ist gnadenlos. Gewinnst du, bist du ein Genie. Verlierst du, bist du erledigt. Klopp erlebte beide Extreme. Man schrieb, sein Stil sei überholt, Gegenpressing funktioniere nicht mehr, Liverpool sei erschöpft. Klopp solle gehen. Aber er blieb. Er stellte sich vor die Mannschaft und sagte: Ich habe nicht alle Antworten. Aber ich verspreche, wir hören nicht auf zu kämpfen. Als ob es nicht genug wäre, starb im Februar 2021 seine Mutter. Wegen der Reisebeschränkungen konnte er nicht bei der Beerdigung sein. Für ihn so eng mit der Familie verbunden, ein tiefer Schlag. Klopp sagte, sie war alles für mich. Ich konnte nicht dort sein, aber ich weiß, sie hätte es verstanden. Jetzt trage ich den Schmerz in mir. Spieler und Fans spürten, Klopp war gebrochen, nicht am Spielfeldrand, sondern im Herzen. In Interviews, im Fernsehen. Man sah es. Mehr graue Haare, tiefere Augenringe, das Lächeln seltener. Klopp war derselbe Anführer, aber seine Energie wirkte endlich. Er selbst begann darüber zu sprechen: Ich weiß nicht, wie lange ich noch kann. Trainer sein nimmt dir alles. Und wenn du nicht aufpasst, bleibt nichts übrig. Trotz allem blieb Klopp er selbst. Zwischen Pressekonferenzen scherzte er weiter, schrieb Autogramme für Kinder, lächelte Fans an. Er zeigte seine Schwächen und genau das machte ihn stärker in den Augen der Menschen. Mitten in der Krise schwieg Klopp auch nicht zu großen Themen. Brexit, Rassismus, Pandemie. Nicht als Politiker, sondern als Bürger. Wenn du eine Plattform hast und schweigst, bist du Teil des Problems, sagte er. Manche kritisierten ihn, andere feierten ihn. Doch alle wussten, er hat den Mut, echt zu sein. Diese Phase war vielleicht die wichtigste seiner Karriere. Denn sie zeigte, was Klopp jenseits der Trophäen bedeutet: Fehler machen und sie eingestehen. Leiden und trotzdem bleiben. Verlieren und trotzdem inspirieren. Leadership, so bewies er, ist nicht nur für die guten Tage. Es ist vor allem für die schweren. Die Grenzen haben Klopp nicht zerstört. Sie machten ihn real, nahbar, menschlich. Liverpool blieb konkurrenzfähig, die Fans blieben treu. Nicht nur wegen der Siege, sondern weil er zeigte, er ist einer von ihnen, verletzlich, müde, aber immer bereit, es wieder zu versuchen. Klopp hat gelernt und andere gelehrt, dass Erfolg kein gerader Weg ist, sondern ein ständiger Kampf. Und dass der wahre Sieg manchmal darin besteht, nicht aufzugeben, wenn es am schwersten ist. Es war Januar 2024, ein gewöhnlicher Trainingstag in Melwood. Die Presse versammelte sich zu einer Pressekonferenz. Niemand ahnte, was kommen würde. Jürgen Klopp betrat den Raum. Er lächelte, doch seine Augen erzählten etwas anderes. Müdigkeit, Melancholie. Als er zu sprechen begann, wurde es still. Leute, ich muss euch etwas sagen. Ich habe entschieden, Liverpool am Ende der Saison zu verlassen. Meine Batterie ist fast leer. Und ihr wisst, ich kann nicht mit halber Energie arbeiten. Die Journalisten verstummten. Fans, die live zusahen, spürten, wie ihnen der Magen zusammenzog. Klopp, der Mann, der ihnen nach 30 Jahren den Titel zurückgebracht hatte, kündigte seinen Abschied an. Liverpool ist eine Stadt, in der Fußball Religion ist. Für viele war Klopp mehr als ein Trainer. Er war Familie. Kurz nach der Ankündigung explodierten die sozialen Medien. Tausende Nachrichten voller Tränen, Dankbarkeit, Bilder von Klopp an der Seitenlinie. An Anfield tauchten sofort Banner auf. Danke Jürgen, one of us, you'll never walk alone, Boss. Manche Fans sagten, es fühlte sich an, als hätten wir ein Familienmitglied verloren. Für die Spieler war es genauso hart. Klopp war nicht nur ihr Coach. Er war der Mann, der sie von Talenten zu Champions gemacht hatte. Henderson, Robertson, Van Dijk, Salah, alle hatten Tränen in den Augen, als Klopp es ihnen persönlich sagte. Ich liebe euch, Jungs, aber ich weiß, es ist Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Ihr werdet weitermachen. Ihr seid Liverpool. Ein Spieler sagte später, Klopp sagen zu hören, dass er geht, war, als ob dein Vater sagt, dass er auszieht. Die Nachricht spaltete das Team nicht. Sie vereinte es. Jeder Sieg, jedes Tor,
Jedes Spiel war nun für Klopp. An Anfield war die Stimmung elektrischer als je zuvor. Fans sangen "You'll never walk alone", als wollten sie die Zeit anhalten. Klopp an der Seitenlinie lebte jeden Moment wie ein letzter Tanz. Es war nicht die perfekte Saison, sie gewannen nicht alles, aber sie gewannen etwas Größeres: den Respekt, bis zum Ende zu kämpfen, auch wenn man weiß, dass die Geschichte zu Ende geht. Im April 2024 holte Liverpool den Ligapokal. Nicht die größte Trophäe, aber die symbolischste. Fans nannten ihn den Abschiedspokal. Klopp hob den Pokal und das Stadion explodierte. Es war mehr als ein Sieg. Es war eine Feier einer ganzen Ära. Dieser Pokal ist nicht nur für uns. Er ist für alle, die all die Jahre dabei waren. Unser Weg zu sagen: wir haben es zusammen beendet. 24. Mai 2024. Anfield war voll. Nicht wegen der Tabelle, sondern wegen Klopp. Tribünen voller Banner mit seinem Gesicht, Kinder mit seinen Kappen, minutenlange Gesänge noch bevor der Ball rollte. Am Rand wirkte Klopp überwältigt, die Lippen bebend, die Augen feucht. Doch er blieb er selbst, energiegeladen, witzig, präsent. Nach dem Abpfiff erhob sich das ganze Stadion. 10 Minuten stehende Ovationen. Klopp ging zur Kopf, klopfte sich auf die Brust, machte seine berühmten Faustgesten. Dann, zum ersten Mal, flossen die Tränen frei. Auf dem Rasen, Mikrofon in der Hand, sprach Klopp schlicht: mir fehlen die richtigen Worte. Nur danke. Es war die Ehre meines Lebens. Ihr habt jeden Tag hier besonders gemacht. Bitte, seid nicht traurig. Liverpool ist nicht über mich. Liverpool ist über euch. Über uns alle. Und er fügte hinzu: ich gehe. Aber mein Herz bleibt hier. Für immer. Die Fans sangen "You'll never walk alone". Diesmal schien die ganze Stadt mitzusingen. Klopp ging nicht wie viele Trainer, nicht mit Skandal, nicht mit Entlassung. Es war ein Abschied voller Respekt und Liebe. Liverpool verlor nicht nur einen Trainer. Sie verabschiedeten den Mann, der ihnen Identität zurückgegeben, sie wieder zum Glauben gebracht, Stadt und Verein vereint hatte. Er hinterließ die Lektion: nichts dauert ewig. Aber wenn man den richtigen Moment für ein Ende wählt, kann es so schön sein wie der Anfang. Nach dem Spiel umrundete Klopp mit seinen Spielern das Stadion. Umarmungen, Tränen, Gesänge. Ulla, seine Frau, hielt seine Hand. In einem Moment, eingefangen von den Kameras, blieb er stehen, schaute sich um, lächelte und flüsterte: was für ein schönes Leben ich hier hatte. Dann hob er die Hand und verschwand im Tunnel. Der Abschied 2024 war kein Ende einer Karriere, sondern das Ende einer Ära. Klopp verließ Liverpool, bevor der Motor ganz erlosch. Genau deshalb wurde sein Abschied verstanden, respektiert, geliebt. Liverpool wird wieder große Trainer haben. Aber Klopp bleibt einzigartig, denn er brachte nicht nur Titel, er brachte Herz, Identität und Unsterblichkeit. Der erste Tag nach Liverpool. Zum ersten Mal seit 25 Jahren wachte Jürgen Klopp nicht mit Gedanken an den Trainingsplatz, die Kabine oder den nächsten Spielplan auf. Er wachte zu Hause auf. In der Küche roch es nach Kaffee. Ulla saß schon dort und lächelte. »Und was machst du jetzt?« fragte sie. Klopp zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, aber zum ersten Mal muss ich nirgendwo hinrennen.« Es war seltsam. Ein Mann, der ein Vierteljahrhundert im Wahnsinnstakt des Fußballs gelebt hatte, war plötzlich frei. Klopp merkte schnell: Freiheit hat zwei Seiten. Einerseits Ruhe, Zeit für Familie, Zeit für sich selbst. Andererseits eine innere Leere. »Vermisst du den Lärm des Stadions?« fragte ihn ein Journalist. Klopp lachte. »Mehr vermisse ich die Jungs in der Kabine. Ihr Lachen, ihre Witze, ihre Blödeleien. Das Stadion ist schön, aber die Menschen sind alles. Weniger Flüge, mehr zu Hause. Weniger Pressekonferenzen, mehr Spaziergänge.« Zum ersten Mal seit Jahrzehnten konnte er sein Leben in Monaten planen, nicht in Spieltagen. In all den Jahren hatte Klopp die Welt gesehen, aber aus Flugzeug, Hotel oder Bus. Nie wirklich. Jetzt reisten er und Ulla zum Vergnügen. Italien, Griechenland, Spanien. Kleine Dörfer, Tavernen, lange Abende mit einfachen Menschen. Ich wollte immer mal irgendwo sitzen, ohne an das Training von morgen zu denken. Jetzt kann ich das. Und er stellte fest, die Leute erkannten ihn überall. Aber sie ließen ihn mehr in Ruhe als in England.
Vielleicht, weil sie ihn nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch respektierten. Auch wenn er nicht mehr an der Seitenlinie stand, verließ ihn der Fußball nicht. Klopp arbeitete als TV-Experte, schrieb Kolumnen, hielt Vorträge. Nicht fürs Geld, sondern weil er gerne erklärte. Auf einem Event in Deutschland fragte ihn jemand, ob er die Adrenalinkicks der Spiele vermisse. Klopp lächelte. Nicht die Adrenalinkicks fehlen mir, sondern der Moment, wenn ein Spieler etwas macht, was du ihm beigebracht hast. Das ist Magie. Jahrelang hatte Klopp das Schuldgefühl eines Mannes, der ständig unterwegs war. Weihnachten, Ostern, Geburtstage oft verpasst. Jetzt versuchte er, das nachzuholen. Er verbrachte Zeit mit seinem Sohn Mark, Besuche, Gespräche über das Leben, über Familie. Und er genoss die Ruhe mit Ulla. Sie war immer die stärkere von uns beiden, sagte Klopp. Ich hatte den Ruhm. Aber sie hat alles zusammengehalten. Überraschend. Klopp wollte normal sein. Einkaufen gehen, Gemüse auf dem Markt holen, mit Ulla kochen. Ein Fan traf ihn in einem Supermarkt in Deutschland. Klopp, was machst du hier? Er lachte. Was wohl, Kumpel? Kartoffeln kaufen. Ich muss ja auch essen. Normalität. Ein Luxus, den er lange nicht hatte. Jetzt kostete er sie aus. Früher war jeder Tag Minuten genau durchgetaktet. Jetzt hatte er Zeit zum Lesen, zum Musik hören, zum Ausschlafen bis 8 Uhr. Ein Luxus für einen Trainer. Er begann Notizen über sein Leben zu schreiben. Nicht gleich für ein Buch, eher ein persönliches Tagebuch. Ein Versuch zu verstehen, wer er jenseits des Fußballs ist. Ganz ohne Arbeit konnte er nicht. 2025 engagierte er sich stärker in Strategieprojekten. Nicht als Trainer, sondern als Berater. Clubs, Sportorganisationen, sogar Firmen außerhalb des Fußballs holten ihn. Wie motiviert man Menschen? Wie führt man Teams? Wie baut man eine Kultur auf? Es geht nicht nur um Fußball, sagte Klopp. Menschen sind Menschen. Wenn du sie glauben lässt, wenn du zeigst, dass du dich kümmerst, dann kannst du jedes Team bewegen, im Büro oder auf dem Platz. Manche dachten, Klopp würde in die Politik gehen. Er hatte die Rhetorik, die Popularität, die Ausstrahlung. Aber er sagte klar, Politik? Nein, lass mal. Ich will keine Macht. Ich will frei sein. Ich will helfen, ohne Politikeranzug. Trotzdem nutzte er seine Stimme für soziale Anliegen. Gegen Rassismus, für Kinder, für Bildung. Ohne Show, ohne große Bühne. Einfach, direkt. Am wichtigsten, Klopp blieb er selbst. Wo immer er war, trug er seine Kappe, sein breites Lächeln, ein freundliches Wort. Kein Imperium aus seiner Marke. Keine dubiosen Verträge. Authentisch bis zuletzt. Abends, zu Hause, schaute Klopp Fußball im Fernsehen. Stand auf, kommentierte, schrie, genau wie an der Seitenlinie. Ulla lachte, du bist immer noch Trainer, Jürgen. Nur, dass du jetzt das Sofa trainierst. Vielleicht war genau das die Schönheit. Klopp brauchte kein Stadion, um er selbst zu sein. Das Leben nach dem Fußball war kein Ende. Es war ein neuer Anfang. Klopp lernte, dass man dem Spiel und den Menschen nah bleiben kann, ohne sich zu verbrennen. Mehr Zuhause als Hotel, mehr Familie als Druck, mehr Freiheit als Programm. Aber derselbe Klopp, authentisch, energiegeladen, nah bei den Menschen. Nach seinem Abschied von der Trainerbank verschwand Jürgen Klopp nicht aus dem Rampenlicht. Im Gegenteil, sein Image wurde noch wertvoller. Jede große Marke wollte ihn als Botschafter. Warum? Weil Klopp nicht nur ein erfolgreicher Trainer war. Er war eine menschliche Marke. Authentisch, direkt, humorvoll. Mit einem Lächeln, das sofort alle erreichte. Eine Marke, die Vertrauen ausstrahlte. Und Vertrauen ist in der Geschäftswelt mehr wert als jedes Logo. Klopp hätte Dutzende Verträge unterschreiben können, aber er hatte eine einfache Regel. Wenn er nicht an ein Produkt glaubte, setzte er seinen Namen nicht darauf. Ich will nicht auf Plakaten für Dinge stehen, an die ich selbst nicht glaube. Wenn ich etwas bewerbe, muss ich 100% dahinter stehen. Deshalb sah man ihn nur bei großen, seriösen Marken, niemals bei billigen Werbespots. Eine seiner bekanntesten Kooperationen war mit Volkswagen. Die Spots waren schlicht und witzig. Klopp erschien genauso, wie ihn alle kannten. Natürlich, freundlich, spontan. Kein Drehbuch nötig. Er selbst war die Story. Er trat auch für Getränke, Banken oder Versicherungen auf. Doch alle Kampagnen hatten eines gemeinsam, sie zeigten ihn nicht als einen Hollywood-Star, sondern als den Typen mit Basecap, den Nachbarn von nebenan. Nach Liverpool kämpften deutsche und englische Sender um ihn.
Alle wollten Klopp als TV-Experten. Und ja, er trat auf, aber nie regelmäßig. Klopp wollte kein Sofa-Kommentator werden. Er kam nur zu großen Spielen, zu besonderen Events. Wenn er sprach, war er anders als die üblichen Analysten. Nicht nur Taktik, sondern Geschichten, Humor, Emotionen. Komplexes erklärte er so, dass es jeder verstand. Das Publikum liebte genau das. Nicht nur der Sport rief. Auch Firmen außerhalb des Fußballs luden ihn ein. Konferenzen, Manager-Events, Keynotes. Vor hunderten Managern erzählte Klopp, wie er Kabinen geführt hatte, wie er aus gewöhnlichen Spielern eine kämpferische Einheit machte, wie man Menschen dazu bringt, für den Kollegen zu laufen. Nicht nur für sich selbst. Leadership heißt Dasein. Nicht von oben schreien, sondern neben ihnen stehen. Wenn Menschen spüren, dass du einer von ihnen bist, geben sie dir alles. So wurde Klopp zu einem der gefragtesten Motivationsredner. Und es wirkte nie aufgesetzt. Denn genau das hatte er sein Leben lang getan. Menschen motiviert. Viele große Sportler lassen nach der Karriere ihr Bild überall vermarkten. Klopp nicht. Er und sein Team bauten eine klare Strategie. Weniger ist mehr. Lieber 3 starke Partnerschaften voller Vertrauen als 20 oberflächliche Spots. Lieber selten auftreten, aber mit Wirkung, als ständig präsent und irgendwann verbraucht. Diese Disziplin hielt die Marke Klopp sauber und respektiert. Interessant. Klopp war nie Fan von Social Media. Kein tägliches Instagram, kein TikTok. Und trotzdem war sein Gesicht überall, weil Menschen und Medien ihn ohnehin teilten. Ich muss nicht selbst posten. Wenn ich etwas Gutes mache, erreicht es die Leute sowieso. Er hatte recht. Interviews, Reaktionen an der Seitenlinie, kleine Sprüche. Alles ging viral, ohne dass er einen einzigen Klick setzte. Die größte Stärke seiner Marke? Die Leute hatten das Gefühl, er ist einer von uns. Er lächelte echt, nicht für die Kamera. Er ärgerte sich ehrlich, nicht für die Show. Er lachte laut wie ein Kumpel beim Bier. Fans sagten oft, wenn ich Klopp auf der Straße treffe und sage, komm Jürgen auf ein Bier, er würde wirklich mitkommen. Dieses Gefühl war Gold wert, für Marken und Medien. Obwohl er Restaurants, Modelinien oder Apps mit seinem Namen hätte starten können, wählte Klopp einen anderen Weg. Er investierte leise, in Stiftungen, in Sportakademien für Kinder, in Bildungsprojekte. Wenn ich meinen Namen für etwas gebe, muss es Sinn haben, nicht nur Geld. Geld kommt und geht, Respekt bleibt. Viele fragten, Jürgen, warum schreibst du kein Buch? Warum kein Dokumentarfilm über dich? Er lachte, kommt schon noch. Aber im Moment will ich die Geschichte leben, nicht erzählen. Und trotzdem, seine Interviews waren schon Stoff genug für Bücher. Manager, Trainer, Studenten nutzten sie als Inspiration. Mit der Zeit wurde Klopp weit mehr als ein Sportname. Er wurde Symbol für authentische Führung, Ehrlichkeit, positive Energie. Eine lebendige Marke, die nie bloß Marketing war. Du siehst ihn im TV, in einem kurzen Spot oder auf einer Bühne, bei einer Konferenz. Und immer wirkt er gleich. Entspannt, klar, einfach. Klopp schaffte, was nur wenige können. Er machte aus einem Namen eine globale Marke, ohne seine Seele zu verlieren. Denn die Marke Klopp war nie eine Maske. Sie war er selbst. Jürgen Klopp ist kein Politiker. Aber oft sprach er klarer und ehrlicher als viele Politiker. Keine vorbereiteten Texte, keine leeren Parolen. Er sprach direkt aus dem Herzen. Wenn du eine Ungerechtigkeit siehst und schweigst, bist du Teil des Problems. Das war seine Philosophie. Und die Menschen spürten, er spielt kein Theater. Klopp meinte jedes Wort. Viele Spieler und Trainer vermeiden politische Themen. Besser nichts sagen, denken sie. Klopp war anders. Zum Brexit sagte er offen, das ist Unsinn. Eine Entscheidung aus Angst und Egoismus. Manche applaudierten, andere kritisierten. Aber keiner konnte behaupten, er sei ausgewichen. Auf die Frage, warum er sich als links bezeichnet, antwortete Klopp schlicht, links bedeutet für mich, sich um andere kümmern. Wenn ich mehr habe und du weniger, dann teilen wir. So sollte es sein. Keine komplizierten Begriffe, keine Theorie. Einfach wie beim Bier mit Freunden. Und genau deshalb hörten ihm die Leute zu. Klopp machte nie ein Geheimnis aus seinem Glauben. Aufgewachsen in einer christlichen Familie, ging er sonntags in die Kirche. Doch für ihn war Glaube kein Spektakel, kein Show-Effekt. Es war wie eine Bank, auf die er sich setzen konnte, wenn es schwer wurde.
Ich glaube an Gott. Nicht, weil es in einem Buch steht, sondern weil ich so oft gespürt habe, dass ich nicht allein bin. Dankbarkeit, Bescheidenheit, Maß halten. Und das waren für ihn keine Phrasen, sondern tägliche Praxis. Der Glaube war nicht Marketing. Er war Klopps innerer Kompass, ob in Deutschland, in England oder anderswo. Klopp unterstützte soziale Projekte, Kinderstiftungen, Spenden für Krankenhäuser, Aktionen gegen Rassismus. Doch er sprach selten darüber. Oft erfuhr die Presse erst Monate später, dass Klopp geholfen hatte. Wenn du Gutes nur tust, um in der Zeitung zu stehen, dann ist es kein echtes Gut, sagte er. Für Klopp war Fußball nie isoliert. Stadien waren Spiegelbilder der Welt. Leidenschaft, Freude, aber auch Hass, Diskriminierung, Konflikte. Wenn Fans rassistische Gesänge anstimmten, war Klopp der Erste, der reagierte. Wenn du ins Stadion kommst, um Hass rauszulassen, hast du nichts vom Fußball verstanden. Seine Teams sollten ein Gegenbeispiel sein. 11 Spieler aus verschiedenen Ländern mit einer gemeinsamen Richtung. Wenn wir das schaffen, warum nicht auch die Welt? Für Klopp war Erfolg nicht nur Pokale. Es ging auch darum, wie man Menschen behandelt. Wenn ein Spieler Fehler machte, schützte er ihn öffentlich. Wenn die Mannschaft gewann, teilte er das Lob mit allen. Wenn jemand verletzt oder erschöpft war, fragte er nach Familie und Befinden. Seine Haltung: Der Mensch kommt vor dem Spieler. Auch zu den großen Problemen des Spiels nahm er Stellung. Geld, Korruption, Super League. Als die Super League geplant wurde, sagte Klopp sofort: Nein. Fußball gehört den Fans. Wenn du ihn nur zum Geschäft machst, tötest du seinen Geist. Seine Worte hatten Gewicht, weil er den Fußball von unten kannte. Aus der 2. Liga, aus kleinen Kabinen und matschigen Plätzen. Seine wichtigste Botschaft war vielleicht die einfachste: Bleib Mensch. Er blähte sich im Erfolg nicht auf. Er suchte nach Niederlagen keine Sündenböcke. Er zeigte, dass man wettbewerbsfähig sein kann und trotzdem bescheiden. Wenn ich mich eines Tages zu wichtig nehme, weiß ich, ich bin auf dem falschen Weg. So war Klopp nicht nur Trainer. Er wurde eine Stimme für die Gesellschaft. Einer, der das sagte, was Millionen dachten. Mit einfachen, klaren Worten. Er wollte nie Philosoph sein. Aber seine Wahrheiten wirkten echt. Und genau das inspirierte. Du siehst Klopp in einem Interview. Jemand fragt nach Politik, nach Glauben, nach Werten. Er hebt nicht die Stimme. Er macht keine Show. Er sagt ruhig und direkt: Wir sind hier, um aufeinander aufzupassen. Wenn du das vergisst, hast du schon verloren. Egal wie viele Pokale du gewinnst. Und der ganze Raum schweigt. Weil manchmal eine einfache Wahrheit härter trifft als 1000 Reden. Am Spielfeldrand ist Klopp ein Vulkan. Er springt, schreit, lacht, weint. Doch jenseits der Kameras, jenseits des Stadions, gibt es einen anderen Klopp. Den einfachen Mann. Den, der Ruhe will, Normalität, ein bisschen Intimität. Denn ja, Jürgen Klopp ist weltweit bekannt. Aber zu Hause bleibt er einfach nur Jürgen. Nicht Mr. Klopp, nicht Legende. Nur ein Mann, der seine Familie liebt und Freude an den kleinen Dingen findet. Im Leben eines Trainers sind freie Tage Gold wert. Klopp schätzte sie enorm. Wenn er einen Tag ohne Spiel oder Training hatte, füllte er ihn nicht mit Luxus oder extravaganten Vergnügungen. Keine Clubs, keine lauten Partys. Klopp zog den Grill im Garten vor. Man sah ihn hinter dem Haus mit Kochschürze am Feuer stehend, wie er das Fleisch wendete und mit Freunden lachte. Für ihn war der Duft von Rauch und die Stimmen seiner Freunde wertvoller als jeder Kronleuchter. Wenn ich nicht ruhig bei einem Grillabend mit Familie und Freunden sitzen kann, was bringt dann der ganze Rest? Sagte er oft. In allen Geschichten über Klopp taucht immer ein Name auf: Ulla. Sie ist nicht nur seine Ehefrau, sie ist sein Gleichgewicht. Die Person, die ihn mit beiden Beinen auf dem Boden hält. Während die Welt ihn in den Himmel lobte, fragte sie schlicht: Hast du den Müll rausgebracht? Und Klopp lachte. Denn genau das brauchte er. Ulla, Schriftstellerin und Sozialpädagogin, suchte nie das Rampenlicht. Aber sie war immer da, hinter ihm. Wenn Klopp müde nach Hause kam, war sie die Ruhe. Wenn Klopp gewann, war sie die Freude. Wenn Klopp verlor, war sie die Schulter. Im Laufe der Jahre lernte Klopp Tausende von Menschen kennen, doch er behielt nur wenige enge Freunde. Unter ihnen David Wagner, Mitspieler aus Mainzer Zeiten, Seelenfreund, fast wie ein Bruder.
Zusammen lachten sie, machten Witze, fuhren in den Urlaub. Ihre Freundschaft war einfach, gegründet auf Vertrauen, Humor und dem Gefühl, sie selbst sein zu dürfen. Klopp sagte immer, ein wahrer Freund sei nicht der, der dich bejubelt, wenn du gewinnst, sondern der, der nach einer schweren Niederlage zu dir nach Hause kommt und sagt, komm, mach ein Bier auf. Seine Beziehung zu seinem Sohn Mark war immer etwas Besonderes. Klopp versuchte mehr zu sein als nur der berühmte Trainer. Er wollte Vater sein, Tischtennis mit ihm spielen, spazieren gehen, reden. Mit der Zeit wuchs die Familie. Enkelkinder, Familienfreunde, Cousins. Bei Klopp fanden alle ein offenes Haus. Für ihn waren große Tische, viele Stühle, Stimmengewirr und Geschichten pure Freude. Was macht Klopp glücklich, abseits des Fußballs? Banale Dinge, aber voller Bedeutung. Lange Spaziergänge mit Ulla durch den Wald oder am Meer. Lesen, nicht nur Fußballbücher, sondern auch Romane, Biografien, einfache Literatur. Musik, Klopp liebt Rock, besonders deutsche Bands. In der Küche drehte er manchmal die Lautstärke voll auf und sang falsch, aber leidenschaftlich. Lachen. Für ihn war ein guter Witz mehr wert als ein falsches Kompliment. Ein interessantes Detail. Klopp verhielt sich in seiner Nachbarschaft nie wie ein Star. Die Nachbarn erzählten, dass er wie jeder andere in den Supermarkt ging, trug seine Einkaufstaschen selbst, stand in der Schlange, plauderte mit den Leuten. Wenn ihn jemand nach Fußball fragte, antwortete er, aber stets bescheiden. Ja, es war ein schweres Spiel. Aber erzähl mir, wie läuft's bei deiner Arbeit? Er war der Typ Mensch, der ein banales Gespräch in eine echte Verbindung verwandelte. In einer Fußballwelt voller Schlagzeilen und Skandale war Klopp anders. Nie sah man ihn in Affären, in Geschichten über schmutziges Geld oder Exzesse. Nicht, weil er perfekt war, sondern weil er wusste, was zählt. Für ihn waren Familie und Ruf wichtiger als jede Nacht voller Wahnsinn. Ich will nicht, dass mein Sohn in der Zeitung etwas Hässliches über mich liest. Das wäre die größte Niederlage. Was bleibt von Klopp, dem privaten Menschen? Einige einfache Lektionen. Freue dich an den kleinen Dingen. Bewahre dir echte Freunde. Vernachlässige deine Familie nicht für die Karriere. Bleib normal, auch wenn die Welt dich als Helden sieht. Stell dir eine einfache Szene vor. Ein Sonntagnachmittag. Klopp sitzt nicht auf der Bank. Er ist nicht beim Training. Er ist zu Hause. Im Garten. Mit einer Schürze am Grill wendet er das Fleisch. Ulla bringt den Salat, die Freunde lachen am Tisch. Ein Hund läuft herum. Leise Musik spielt im Hintergrund. Und Klopp hebt ein Glas Bier und sagt, das ist der wahre Sieg. Wenn du jemanden fragst, der keinen Fußball schaut, wie stellst du dir Jürgen Klopp an der Seitenlinie vor, würden viele antworten. Ruhig, ausgeglichen, rational. Denn das Bild eines großen Trainers ist oft verbunden mit Schweigen und Distanz. Aber jeder, der auch nur ein einziges Spiel mit Klopp gesehen hat, kennt die Wahrheit. Er ist kein Bürotrainer. Er ist ein Vulkantrainer. An der Seitenlinie lebt er jede Sekunde. Er streitet, lacht, schreit, applaudiert, gestikuliert. Und genau dieses Temperament brachte ihn in viele Konflikte. In Mainz, ganz am Anfang seiner Karriere, war Klopp noch grün als Trainer. Er hatte Begeisterung, aber auch viel innere Spannung. Er hatte noch nicht gelernt, seine Energie zu dosieren. Stell dir eine Szene vor. Mainz spielt gegen einen großen Gegner. Der Schiedsrichter pfeift einen zweifelhaften Elfmeter. Klopp, schon am Rand der Coachingzone, macht 2 Schritte auf den Platz und brüllt aus voller Kehle. Arme hoch, Stimme gebrochen. Das Publikum schaut mehr auf ihn als auf die Spieler. Für ihn waren Schiedsrichter nicht nur Regelhüter. In den Momenten der Anspannung wirkten sie wie Hindernisse, die direkt in den Weg seiner Mannschaft gelegt wurden. Und er reagierte instinktiv. Er kassierte die ersten Verwarnungen, die ersten Drohungen mit Platzverweis. Doch das war nur der Anfang. Als er zu Borussia Dortmund kam, war die Bühne größer, die Kameras zahlreicher und der Druck unendlich stärker. Und Klopp blieb er selbst. Explosiv. Es gibt unzählige Bilder von ihm in Deutschland. Klopp springt wie ein Löwe an der Seitenlinie, brüllt den Schiedsrichter an, reißt sich die Kappe vom Kopf und schleudert sie auf den Boden. Ein legendärer Moment war 2013 in einem Champions-League-Spiel gegen Napoli. Der Schiedsrichter traf eine umstrittene Entscheidung. Klopp sprintete 20 Meter die Seitenlinie entlang, mit weit aufgerissenen Augen, offenem Mund, als wolle er die Luft zerbeißen. Dieses Bild ging viral. Ganz Europa sah Klopps Gesicht, eine Maske reiner Wut.
Nach dem Spiel entschuldigte er sich: „Ich sah aus wie ein Monster. Das wollte ich nicht. Aber ich bin im Moment explodiert." Diese Ehrlichkeit rettete ihn oft, denn die Leute sahen, es war kein Theater. Klopp lebte wirklich jede Sekunde. In England war es nicht anders. Die Premier League hat strenge Regeln und Klopp wurde mehrmals bestraft und gesperrt. Er zahlte tausende Pfund für harte Kommentare gegen Schiedsrichter. Er wurde von der Bank verbannt, nachdem er den Platz betreten hatte, um zu protestieren. Er geriet öffentlich mit Offiziellen aneinander, in Pressekonferenzen und Interviews. Doch das Interessante: selbst seine Gegner erkannten, dass keine Bosheit dahinter steckte. Klopp spielte kein Theater, um Kameras zu beeindrucken. Klopp war einfach Klopp. Pep Guardiola sagte einmal: „Wenn Jürgen sich aufregt, ist er wie ein Sturm. Aber nach dem Spiel kommt er und umarmt dich. Man kann ihn nicht hassen." Die Konflikte beschränkten sich nicht nur auf Schiedsrichter. Klopp hatte auch angespannte Momente mit Journalisten. Vor allem, wenn er das Gefühl hatte, dass jemand seine Mannschaft oder einen Spieler beleidigte. Einmal in einer Pressekonferenz stellte ein Reporter zum 3. Mal eine kritische Frage über einen Torwart, der gepatzt hatte. Klopp unterbrach ihn scharf: „Warum stellst du diese Frage 3 Mal? Willst du schreiben, dass er dumm ist?" „Er ist nicht dumm. Er ist ein Goldjunge. Heute hat er einen Fehler gemacht, morgen rettet er das Spiel. Und du? Machst du nie Fehler?" Der Raum verstummte. Aber seine Reaktion war klar. Klopp beschützte seine Spieler wie ein Vater. Im Kabinentrakt konnte er schimpfen, aber nach außen verteidigte er sie immer. Das Spannende ist: Klopp war nicht blind für seine Fehler. Er wusste es. Jedes Mal, wenn er explodierte, kam er Stunden oder Tage später zurück und sagte: „Ja, ich habe übertrieben. Ja, ich lag falsch. Ich werde daraus lernen." Er wusste, dass Temperament sowohl Stärke als auch Schwäche ist. Die Energie, die seine Mannschaft glauben ließ, war dieselbe, die ihn an den Rand von Sanktionen brachte. Darum lernte Klopp Schritt für Schritt, nicht sich radikal zu ändern, denn dann wäre er nicht mehr Klopp gewesen, sondern seine Ausbrüche zu dosieren. Zu wissen, wann es sich lohnt, die Stimme zu erheben und wann nicht. In Deutschland sahen viele in ihm den leidenschaftlichen Typ. In England nannten ihn einige „The Normal One", den normalen Mann. Doch die Wahrheit war eine andere. Klopp war alles, nur nicht normal. In einer Welt von kühlen, berechnenden Trainern war Klopp authentisch, explosiv, und genau das liebten die Menschen an ihm. Die Liverpool-Fans verurteilten ihn nicht für seine Konflikte. Im Gegenteil, sie respektierten ihn, denn sie sahen, seine Wut war nicht für sein Ego, sondern für das Team, für den Geist, für die Gerechtigkeit. Was bleibt von all den Skandalen, Schreien und Strafen? 2 große Lektionen. Wut kann Energie sein. Klopp zeigte, dass Wut, richtig kanalisiert, Treibstoff für ein Team wird. Das Eingeständnis von Fehlern macht dich stärker. Jedes Mal ging Klopp menschlicher, respektierter hervor, weil er sich nicht als perfekt ausgab. Stell dir eine Szene vor: Klopp an der Seitenlinie. Regen prasselt. Der Schiedsrichter pfeift eine zweifelhafte Situation. Klopp explodiert, schreit. Rotes Gesicht, die Hände in der Luft. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Dann, ein paar Stunden später, in einem kleinen Hotelzimmer. Klopp spricht mit Ulla. „Ich habe wieder übertrieben." Und er lacht. „Aber du kennst mich. Ich kann nicht anders." Wenn die letzten Applausklänge verhallt sind und die Trophäen in den Vitrinen stehen, lautet die wahre Frage nicht: „Wie viele Pokale hast du gewonnen?", sondern: „Was hast du hinterlassen?" Für Jürgen Klopp misst sich die Antwort nicht nur in Zahlen. Sie misst sich in Erinnerungen, in Geschichten, in Menschen, die an seiner Seite gewachsen sind. In Mainz ist sein Erbe kein großes Stadion oder eine beeindruckende Titelsammlung. Es ist etwas anderes. Die Identität eines kleinen Clubs mit großem Herzen. Wenn man heute an Mainz 05 denkt, denkt man nicht nur an einen Verein, der ums Überleben in der Bundesliga kämpft. Man denkt an den Ort, an dem Klopp der Welt gezeigt hat, dass man Grenzen durch Energie und Glauben überwinden kann. Viele Fans erzählen noch heute von jenen Abenden, an denen Klopp aus der Kabine kam, die Kappe tief ins Gesicht gezogen und rief: „Wir sind nicht kleiner als Sie, wir sind nur weniger. Und wenn wir mehr laufen, werden wir größer." Das ist sein Erbe in Mainz. Nicht nur Ergebnisse, sondern eine Mentalität. Borussia Dortmund war bei Klopps Ankunft ein großer Club, aber mit offenen Wunden. Finanzielle Probleme, gesunkenes Selbstvertrauen, müde Tribünen.
Als er ging, war der BVB wieder ein Name, der Europa erschütterte. 2 Meistertitel, ein Pokalsieg, ein Champions-League-Finale. Doch vor allem eine Mannschaft, die ihre Seele zurückgewonnen hatte. Sein Erbe in Dortmund besteht nicht nur aus Trophäen, sondern aus der Art und Weise, wie er die Südtribüne wieder mit der Mannschaft verband. Für die Fans war Klopp die Brücke zwischen Menschen und Spielfeld. Er ließ die Jungs in Gelb wie Brüder wirken, nicht nur wie Profis. Man stellt sich ein filmreifes Bild vor. Nach einem großen Spiel geht Klopp allein zur Südtribüne. Er hebt die Arme, ruft »Ja!« und 25.000 Stimmen antworten im Chor. Das ist nicht nur Fußball. Das ist Religion. In Liverpool hinterließ Klopp ein Erbe, das sogar den legendären Meistertitel nach 30 Jahren übersteigt. Er gab dem Klub eine Identität zurück. In einer Zeit, in der Fußball immer kälter, immer geschäftsmäßiger wirkte, brachte Klopp die pure Emotion zurück. Er formte gute Spieler zu Legenden. Salah, Mané, Henderson. Er machte aus Anfield eine Festung und zugleich einen Tempel. Er bewies, dass „This means more“ kein Slogan ist, sondern eine Lebensweise. Sein Erbe ist nicht nur der Henkelpott oder die Meistermedaille. Sein Erbe liegt in den Tränen der Fans, in Liedern, die niemals verstummen, in Kindern, die sich eine Kappe aufsetzen und sagen, ich will sein wie Klopp. Ein weiteres Maß für das Erbe eines Trainers sind die Menschen, die er geprägt hat. Wie viele Spieler wurden dank ihm zu Führungspersönlichkeiten? Wie viele haben nicht nur Fußball gelernt, sondern auch besser zu leben? Von Mainz bis Liverpool gibt es Dutzende Profis, die öffentlich sagten, Klopp hat mich als Menschen verändert. Robert Lewandowski erzählte, dass Klopp für ihn zum zweiten Vater wurde. Jordan Henderson gab zu, dass er Liverpool verlassen wollte, bis Klopp ihn hielt und zum Kapitän einer Legendenelf machte. Mario Götze sagte, dass er ohne Klopp nie den Mut gehabt hätte, Deutschlands WM-Held 2014 zu werden. Das ist das unsichtbare Erbe. Nicht nur gerettete Karrieren, sondern veränderte Leben. Wenn die Fußballwelt zurückblickt, wird Klopp auch für einen einzigartigen Stil in Erinnerung bleiben. Heavy Metal Football. Ein wilder Fußball, voller Intensität, Pressing, purer Emotion. Doch seine wahre Innovation war nicht nur taktisch, sie war menschlich. Er zeigte, dass Taktik ohne Seele nicht funktioniert. Dass die Striche auf der Tafel nur dann lebendig werden, wenn Spieler aneinander glauben. Darum wird sein Gegenpressing nicht nur als Strategie gelten, sondern als Lebensphilosophie. Ball verloren? Hol ihn zurück. Fehler gemacht? Korrigiere ihn. Lauf nicht weg vor dem Problem. Mach den ersten Schritt zurück. Die Kappe, das breite Lächeln, die geballten Fäuste, die Schreie an der Seitenlinie, die Tränen bei Abschieden. All das gehört zu Klopps visueller Hinterlassenschaft. Er ist einer der wenigen Trainer, die ikonisch wurden. Nicht durch teure Anzüge und kalte Worte, sondern durch Authentizität. Die Fans werden ihn nicht nur als Sieger in Erinnerung behalten, sondern als The Normal One, den normalen Mann, der Unnormales geschafft hat. Mehr als Trophäen hat Klopp eine Idee hinterlassen, dass Erfolg auch ohne Arroganz, ohne Lüge, ohne Maske möglich ist. In einer Welt, in der viele Trainer wie Götter wirken wollen, blieb Klopp Mensch. Mit Wutausbrüchen, mit Fehlern, mit Entschuldigungen. Aber auch mit Liebe, mit Lachen, mit offenen Armen. Darum wird man in 50 Jahren nicht nur sagen, er hat so und so viele Titel gewonnen. Man wird sagen, er hat uns wieder glauben lassen. Wenn du heute auf einem kleinen Platz in Glatten ein Kind barfuß über den Rasen rennen siehst, wenn du in Dortmund die Südtribüne hörst, die wie ein einziger Organismus singt, wenn du in Liverpool Tausende von Menschen lachen und weinen über ein Tor erlebst, in all dem stecken Spuren von Klopp. Keine Statuen, Wege, Pfade, auf denen andere weitergehen. Es ist früh am Morgen. Draußen ist der Himmel grau. Schwer, typisch für England, doch im Haus ist es warm. Das schwache Licht in der Küche geht an. Vor einer Tasse Kaffee fährt sich ein Mann durch die Haare, legt die Kappe auf den Tisch und lächelt. Jürgen Klopp hat keine Trainingspläne mehr, keine Pressekonferenzen, keine nervenaufreibenden Spiele auf dem Programm. Dafür hat er nun etwas, das sich viele nicht einmal mit Millionen kaufen können: Zeit. Ulla betritt die Küche mit leisen Schritten. Sie legt ihm die Hand auf die Schulter und fragt schlicht: Was machen wir heute? Er hebt den Blick, seufzt kurz und sagt: Heute leben wir.
25 Jahre lang sah die Welt in ihm einen Orkan an der Seitenlinie. Geballte Fäuste, rotes Gesicht, Schreie, Lachen, Tränen. Doch hinter diesen Bildern steckt ein Mensch, der sich jetzt, zum ersten Mal seit langem, wieder selbst begegnet. Er ist nicht mehr der Trainer Klopp, nicht mehr The Normal One in Liverpool, nicht mehr das Symbol in Dortmund oder der Außenseiter in Mainz. Er ist einfach Jürgen. Ein Ehemann, ein Vater, ein Großvater, ein Nachbar. Anstelle von Taktiksitzungen schreibt er Einkaufslisten. Anstelle von Pressingplänen organisiert er den Sonntagsgrill. Anstatt Schiedsrichter anzuschreien, lacht er mit Freunden am Tisch. Es ist eine radikale Veränderung, aber keine Aufgabe. Denn in jeder kleinen Geste, in jedem einfachen Moment bleibt dieselbe Disziplin, dieselbe Energie, nur anders gelenkt. Klopp und Ulla beginnen zu reisen. Nicht zum Scouting, nicht für Trainingslager, sondern aus Freude. Sie besuchen Orte, für die sie früher keine Zeit hatten. Sitzen in anonymen Cafés, schlendern durch Straßen, in denen sie niemand erkennt. Und dort spürt Klopp zum ersten Mal, wie es ist, ein gewöhnlicher Mensch zu sein, nachdem man eine übergroße Figur war. Zuerst überrascht ihn das, dann gefällt es ihm. Er scherzt sogar: Es ist schön, wenn mich beim Frühstück niemand nach Salas Form fragt. Wenn er nach Glatten fährt, in das Dorf seiner Kindheit, wird alles emotional. Die Menschen begegnen ihm mit Respekt, aber auch mit schlichter Zuneigung. Für sie ist er nicht der Superstar der Premier League, sondern der Junge, der barfuß über die Wiese rannte. Dort spürt Klopp erneut, was Anfang bedeutet: ein Kind, das einem Ball hinterherrennt. Und dann versteht er klar: Alles, was er in seinem Leben aufgebaut hat, dreht sich nicht um Trophäen, sondern darum, Funken zu entzünden. Am Abend, wenn er in den Spiegel schaut, sieht er nicht mehr nur den erschöpften Trainer. Er sieht einen Mann, der den Wettlauf beendet hat, bevor es zu spät war. Der wusste, wann es Zeit ist, genug zu sagen, während andere bis zur Asche gebrannt wären. Klopps Epilog ist keine Flucht. Es ist eine Entscheidung. Und genau das ist sein wahrer Sieg: Mensch zu bleiben, nicht nur Legende. Natürlich bleibt die Frage: Wird er zurückkehren? Vielleicht eines Tages, vielleicht nie. Klopp selbst weiß es nicht. Doch wichtig ist, er verspürt keinen Drang mehr, etwas zu beweisen. Wenn er zurückkehrt, dann aus Leidenschaft, nicht aus Ruhmsucht. Für den Moment lebt er die Gegenwart. Und das ist stärker als jedes Versprechen. Man stellt sich die Kamera vor, die langsam heranfährt. Klopp in der Küche, am Morgen, während die Sonne schüchtern durchs Fenster fällt. Er setzt die Kappe auf, nimmt einen Schluck Kaffee, schaut Ulla an und sagt: Heute machen wir alles richtig. Stille. Aber keine Leere. Voll. Nicht die Trophäen glänzen am hellsten, sondern die Wege, die er geöffnet hat. Kinder, die mit Kappe auf dem Kopf Fußball spielen. Die Südtribüne, die bei jedem Spiel noch immer brüllt. Liverpool, das das Jahr 2020 niemals vergessen wird. Ein kleines Dorf im Schwarzwald, das stolz sagt: Er ist einer von uns. Klopp hat kein Denkmal hinterlassen, sondern einen Pfad. Einen, auf dem Millionen weitergehen. Das war die Geschichte von Jürgen Klopp, der Trainer, der Mensch, die Legende. Ein Kind aus dem Schwarzwald, ein Kämpfer in Mainz, ein Held in Dortmund und ein Symbol in Liverpool. Ein Mann, der der Welt gezeigt hat, dass Fußball nicht nur aus Trophäen besteht, sondern aus Menschen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr solcher Geschichten sehen willst, unterstütze uns mit einem Like und schreib einen Kommentar unten. Und vergiss nicht, auf Steiger Liga haben wir gerade erst angefangen. Es kommen noch viele weitere Geschichten über deine Lieblingsstars. Abonniere den Kanal, damit du nichts verpasst.